Willkommen zu einer neuen News-Folge Recht vertieft aus dem öffentlichen Recht, in der wir uns mit einem Thema beschäftigen, das medial sehr präsent war, aber auch fast 6 Jahre nach dem ersten Bekanntwerden immer noch ist. Es wird um den Bottroper Apotheker, dem Punch-Apotheker oder wie manche Nachrichten titelten, dem Bottroper Zytoskandal gehen, wobei wir uns nicht aus strafrechtlicher, sondern öffentlich-rechtlicher Sicht mit dem Thema beschäftigen. Auch diese Folge beginnt mit einer mehr erzählerischen Sachverhaltsschilderung, bevor wir zum analytisch kurzen Sachverhalt kommen. Denn vor allem im öffentlichen Recht bietet der Sachverhalt viele Aspekte, die im Rahmen der Begründetheit gewürdigt und als Argumentation oder Argumentationsstütze genutzt werden können. Und dieser Sachverhalt hat mehrere 100 Seiten Rechtsprechung hervorgebracht. Wir beschäftigen uns mit dem jüngst ergangenen Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 25. August 2022. Im Mittelpunkt des Falles steht ein Apotheker, der in Bottrop eine sogenannte Schwerpunktapotheke betrieb. In unserem Fall ist der Apotheker der Kläger entsprechend im Folgenden K. K. besaß die Erlaubnis, nach ärztlicher Anordnung Zytostatika für die Behandlung von Krebspatienten herzustellen, sodass sich die von ihm betriebene Apotheke in diese Richtung profilierte, Verantwortung für die Krebstherapie übernahm und bundesweit Medikamente abgab. Im September 2016 erstattete ein ehemaliger Mitarbeiter eine Strafanzeige gegen K. Er warf ihm vor, im Rahmen der Zubereitung von Zytostatika sowie beim Vertrieb Medikamente mit erheblich geringem Wirkstoffgehalt hergestellt und abgegeben zu haben, aber das gegenüber den Krankenkassen vollständig abgerechnet zu haben. Im Rahmen der hierauf eingeleiteten Ermittlungen wurde vom Amtsgericht Essen am 24. November 2016 ein Haftbefehl erlassen, begründet mit dem dringenden Tatverdacht des mindestens 40.000-fachen Herstellens, Inverkehrbringens oder sonst Handeltreibens mit Arzneimitteln oder Wirkstoffen, die durch Abweichung von den anerkannten pharmazeutischen Regeln in ihrer Qualität nicht unerheblich gemindert sind und auch dem gewerbsmäßigen Betrug zu Lasten von Krankenkassen und Privatpatienten. Auch die Apotheke und das Wohnhaus des K. wurde durchsucht. Zugleich wurde die zuständige Approbationsbehörde, also die Bezirksregierung Münster, über das Ermittlungsverfahren informiert, was neben dem strafrechtlichen Prozess eine weitere Kausalkette startete, hier in Gelb. Auf Grundlage des Ermittlungsstands ordnete die Bezirksregierung Münster mit Bescheid vom 14. März 2017, der am 24. März 2017 zugestellt wurde, das Ruhen der Approbation als Apotheker an. Die Approbation ist die staatliche Zulassung für die Arbeit als Apotheker. Die Bezirksregierung Münster begründete das damit, dass K. hinreichend verdächtigt ist, zur Ausübung des Apothekerberufs unwürdig oder unzuverlässig zu sein. Mit diesen beiden Begriffen beschäftigen wir uns später näher. Hiergegen legte K. vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen im April 2017 Klage ein. Bevor das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entscheiden konnte, kam es im Juli 2017 zur Erhebung der Anklage gegen K. Ihm wurden unter anderem 61.980 Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz sowie 59 Fälle des Betrugs vorgeworfen und es wurde zusätzlich ein Berufsverbot beantragt. Etwa ein Jahr später, am 6. Juli 2018, wurde K. vom Landgericht Essen unter anderem wegen insgesamt 14.537 tateinheitlich zusammentreffenden Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz aufgrund des Herstellens und/oder Inverkehrbringens von Arzneimitteln, die durch Abweichung von den anerkannten pharmazeutischen Regeln in ihrer Qualität nicht unerheblich gemindert oder gefälscht waren, sowie wegen Betrugs in 59 Fällen gegenüber den Krankenkassen und Privatpatienten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Darüber hinaus wurde ein lebenslanges Berufsverbot angeordnet und ein Wertersatzbetrag von 17 Millionen Euro angeordnet. Hiergegen legte K. Revision beim BGH ein, doch zunächst gab es Entwicklung bezüglich seiner Klage gegen das Ruhen seiner Approbation. Am 10. Dezember wies das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Klage ab. Etwa ein halbes Jahr später, am 10. Juni 2020, wurde auch die Revision gegen die Verurteilung verworfen.
Der BGH stellte keinen Rechtsfehler zum Nachteil des K fest, reduzierte aber den Wertersatzbetrag von 17 Millionen auf 13.605.408 Euro. Im Juli wurde auch die Anhörungsrüge des K vom BGH als unbegründet abgewiesen. Hiergegen erhob der K im August 2020 Verfassungsbeschwerde, die weiterhin anhängig ist. Kurz nach der Abweisung der Anhörungsrüge wurde die Bezirksregierung Münster als Approbationsbehörde wieder aktiv. Nach einer Anhörung des K wurde im September 2020 der Widerruf seiner Approbation erklärt. Dagegen legte K im Oktober 2020 Klage ein. Am 25.08.2022 entschied das Verwaltungsgericht den Fall. Unser Fall beginnt somit erst mit dem Widerruf der Approbation. Die Gründe für den Widerruf nehmen ihren Anfang jedoch bereits im September 2016 mit der Strafanzeige eines Mitarbeiters ihren Lauf. Werfen wir einen genaueren Blick auf den Widerruf der Approbation. Bereits am 17.07.2020 wurde der Kläger zum beabsichtigten Widerruf seiner Approbation angehört. Das war unmittelbar nachdem seine Anhörungsrüge gegen die Verurteilung wegen unter anderem vorsätzlichen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz in insgesamt 14.537 Fällen und wegen Betrugs in 59 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren, der Anordnung eines lebenslangen Berufsverbots und der Einziehung eines Wertersatzbetrags von 13.605.408 Euro. Am 7.9. erfolgte dann der Widerruf per Bescheid, wobei über den bloßen Widerruf enthaltenen Ziffer 1 des Bescheids in Ziffer 2 auch angeordnet wurde, dass der K die Approbationsurkunde spätestens 10 Tage nach Bestandkraft des Bescheids aushängen muss. Für den Fall, dass der K dem nicht oder nicht fristgerecht nachkommt, ordnete Ziffer 3 ein Zwangsgeld von 500 Euro an. Der Widerruf der Approbation wurde mit der rechtskräftigen Verurteilung des Klägers begründet, aus der sich die Unwürdigkeit als auch die Unzuverlässigkeit des Klägers zur Ausübung des Berufs als Apotheker ergebe. Dies sei nicht nach Artikel 12 Grundgesetz unverhältnismäßig und insbesondere nicht durch das bereits verhängte lebenslange Berufsverbot. Bereits am nächsten Tag kontaktierte K die Behörde und bat darum, dass bis zum Ergebnis seiner Verfassungsbeschwerde gewartet wird, bevor ihm die Approbation entzogen wird. Schließlich erhob er am 14.10.2020 Klage gegen den Widerruf des Bescheids. Er begründete seine Klage damit, dass sich der Widerruf auf seine strafrechtliche Verurteilung stütze, diese Verurteilung aber sein Grundrecht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren als Ausprägung der freiheitssichernden Funktionen des Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz verletze. Er habe einen Sachverständigenbeweis beantragt, um die Auswirkungen einer seiner Ansicht nach bestehenden Hirnverletzung zu untersuchen. Doch diesem Sachverständigenbeweis sei das Landgericht Essen nicht nachgekommen. Deswegen würden gewichtige Anhaltspunkte vorliegen, die die Unrichtigkeit seiner Verurteilung belegen, sodass der Widerruf sich hierauf nicht stützen könne. Werfen wir einen Blick darauf, wie das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschied. Der Widerruf und auch die Erteilung einer Approbation ist in der Bundesapothekenordnung, abgekürzt als BAPO, geregelt. Nach § 6 Absatz 2 Bundesapothekenordnung ist die Approbation zu widerrufen, wenn nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 weggefallen ist. Die Approbation ist zu widerrufen, das heißt, die Behörde hat kein Ermessen, und im Rahmen unserer Klausur stellt sich somit nicht die Frage, ob Ermessensfehler, beispielsweise Ermessensnichtgebrauch oder eine Ermessensüberschreitung vorliegt. § 6 Absatz 2 Bundesapothekenordnung verweist uns auf § 4 Bundesapothekenordnung, welcher näher die Erteilung der Approbation regelt. Nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Bundesapothekenordnung ist die Approbation zu erteilen, wenn der Antragsteller sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt. Sowohl die Unwürdigkeit als auch die Unzuverlässigkeit stellen dabei unbestimmte Rechtsbegriffe dar. Ein unbestimmter Rechtsbegriff ist gesetzlich nicht geregelt und muss vom Richter bzw. von einem Klausurbearbeiter ausgelegt werden.
In der Zukunft wird ein ausführliches Video mit Tipps und Tricks und Beispielen zum Umgang mit unbestimmten Rechtsbegriffen folgen. Stell daher sicher, dass du Recht vertieft abonniert hast, um neue Videos und Beiträge wie dieses nicht zu verpassen. Übrigens, auch ein Video zum Umgang mit unbekannten Normen wird folgen. Dennoch müssen wir uns etwas näher mit unbestimmten Rechtsbegriffen und deren Handhabung beschäftigen, um diesen Fall zu lösen. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir auf einen unbekannten Rechtsbegriff stoßen, ist, ob es sich wirklich um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt. Der Gesetzgeber nutzt nicht nur unbestimmte Rechtsbegriffe, sondern definiert auch welche. Und diese Definition steht nicht bei jeder Norm, die den definierten Rechtsbegriff verwendet. Um also festzustellen, ob es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, werfen wir einen Blick auf die Paragraphen vor und nach der Norm. Viele Gesetze haben auch einen eigenen Paragraphen, der zum Beispiel mit Begriffsbestimmung oder etwas Vergleichbarem betitelt ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel Paragraph 2 des UWG. Gefährlich kann es aber sein, die Definition eines anderen Gesetzes anzuwenden. Für unseren Fall können wir festhalten, dass es sich mangels einer Definition in der Bundesapothekenordnung um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt und wir diesen Begriff auslegen müssen. Es gibt bestimmte unbestimmte Rechtsbegriffe, die als Klassiker bezeichnet werden können und dessen Definition erwartet wird. Beispiele hierfür sind der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus dem Polizei- und Sicherheitsrecht oder die Unzuverlässigkeit eines Gastwirts nach dem Gaststättengesetz. Die Bundesapothekenordnung selbst ist nicht wirklich ein Gesetz, welcher einer große Bedeutung in Vorlesungen zukommt, weswegen die Auslegung der beiden Begriffe zumindest meiner Meinung nach nicht erwartet werden kann. Gleichzeitig ist die Bundesapothekenordnung ein gutes Beispiel, weshalb Definitionen von anderen unbestimmten Rechtsbegriffen eines anderen Gesetzes mit Vorsicht anzuwenden sind. Der Gesetzgeber benutzt sowohl im Gaststättengesetz als auch in der Bundesapothekenordnung den Begriff der Unzuverlässigkeit, aber die Unzuverlässigkeit eines Apothekers ist schwer mit der Unzuverlässigkeit eines Gaststättenbetreibers gleichzusetzen. Ist die Definition eines unbestimmten Rechtsbegriffs nicht vom Gesetzgeber vorgenommen und kann sie nicht vom Klausurbearbeiter erwartet werden, muss auf die allgemeinen Auslegungsregeln ausgewichen werden. Übrigens, auch zu den Auslegungsregeln werden Tipps und Tricks Beiträge folgen. Falls bereits erschienen, verlinke ich sie im Video. Alle Tipps und Tricks Artikel und Videos findest du aber auch auf www.recht-vertieft.de. Bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs sind andere Normen, Verwaltungsvorschriften oder beispielsweise im Fall von Richtlinien oder Verordnungen die Erwägungsgründe eine große Hilfe. Ist das Gesetz oder allgemein die weitere Quelle nicht in der Loseblattsammlung enthalten, wird sie abgedruckt, was entsprechend ein Wink in die entsprechende Richtung ist. In unserem Fall besteht in § 1 der Bundesapothekenordnung eine Norm, die uns Anhaltspunkte für eine Auslegung liefert. In § 1 der Bundesapothekenordnung heißt es, der Apotheker ist berufen, die Bevölkerung ordnungsgemäß mit Arzneimitteln, die zur Anwendung beim Menschen bestimmt sind, und Tierarzneimitteln (Arzneimittel) zu versorgen. Er dient damit der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes. Hervorzuheben ist dabei, dass der Apotheker berufen ist, die Bevölkerung ordnungsgemäß zu versorgen und der Gesundheit der einzelnen Menschen zu dienen. Genau hiergegen hat K. verstoßen, als er nicht ordnungsgemäße Medikamente herausgegeben hat. Aber nicht jeder Verstoß gegen die Berufung des Apothekers kann gleich einen Widerruf begründen. Gibt ein Apotheker beispielsweise versehentlich ein unordentliches Medikament heraus und bemüht sich im Anschluss sofort um eine ordentliche Versorgung der Gesundheit des entsprechenden Patienten, dann kann allein das nicht den Widerruf begründen. Vielmehr sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen und die Grundrechte, hier also Artikel 12 Grundgesetz, und die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Dazu stellt das Verwaltungsgericht fest, erforderlich ist vielmehr ein schwerwiegendes Verhalten, das bei Würdigung aller Umstände das für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung unabdingbare Vertrauen zwischen Apotheker und Patient nachhaltig zerstört. Dafür ist aber bereits ausreichend, wenn die Verfehlung zu einem Ansehens- und Vertrauensverlust führt, der den Betroffenen für seinen Beruf als untragbar erscheinen lässt, wofür alle Umstände der Verfehlungen zu berücksichtigen sind, wie etwa Art, Schwere und Dauer des Fehlverhaltens, verhängtes Strafmaß
und zugrunde liegende Strafzumessungserwägungen sowie ob im maßgeblichen Beurteilungszeitraum des Abschlusses des Verwaltungsverfahrens Anhaltspunkte vorliegen, die dazu führen, dass von einer Berufsunwürdigkeit nicht oder nicht mehr ausgegangen werden kann. In unserem konkreten Fall können wir zwei verschiedene Vergehen unterscheiden. Erstens den Betrug durch monatliche falsche Abrechnungen gegenüber den Krankenkassen und zweitens die zahlreichen Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz durch das Herstellen und Inverkehrbringen mangelhafter Medikamente. Obwohl durch die falsche Abrechnung nicht direkt auf Patienten eingewirkt wird, stellt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen fest, eine korrekte Abrechnung pharmazeutischer Leistungen gehört zu den selbstverständlichen Berufspflichten des Apothekers. Die Gefährdung der finanziellen Basis der öffentlichen wie auch privaten Kostenträger durch betrügerische Abrechnungen in großem Umfang über viele Jahre hinweg und einem Schaden in Millionenhöhe stellt auch ohne einen unmittelbaren behandlungsrelevanten Bezug eine gravierende berufliche Verfehlung dar. Die Verlässlichkeit des Abrechnungssystems ist eine unerlässliche Bedingung für das Funktionieren der medizinischen wie auch pharmazeutischen Versorgung der Bevölkerung, die der Sicherheit eines wichtigen Allgemeininteresses dient. Zu den Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz durch Herstellen und Inverkehrbringen mangelhafter Medikamente führt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen aus, ein Apotheker, der wie der Kläger mit der Erlaubnis zur Herstellung von Zytostatika für die Behandlung von Krebspatienten Maßgaben der ärztlichen Verordnung massiv und wiederholt in mehreren tausend Fällen nicht einhält und dadurch nicht überschaubare Gesundheitsgefährdungen für teils schwer erkrankte Patienten in Kauf nimmt und deren Vertrauen rücksichtslos missbraucht, um seine persönlichen finanziellen Interessen zu befriedigen, verletzt den Kernbereich seiner beruflichen Pflichten in äußerst hohem Maße. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Bestand aller Apotheker würde nachhaltig erschüttert werden, wenn ein solches Verhalten für den Fortbestand der Approbation des Klägers folgenlos bliebe. Damit stellt das Verwaltungsgericht die Unwürdigkeit des K. fest. Die Unwürdigkeit würde bereits den Widerruf der Approbation erfordern. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen fährt gutachtenmäßig mit der Unzuverlässigkeit im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Bundesapothekenordnung fort und stellt fest, dieses jahrelange erhebliche Fehlverhalten, das zu seiner rechtskräftigen Verurteilung geführt hat, lässt prognostisch auf eine bei ihm deutlich verfestigte Neigung schließen, er werde seine beruflichen Pflichten als Pharmazeut auch künftig nicht die erforderliche Bedeutung für die Patienten, aber auch der Gesundheit der Bevölkerung insgesamt beimessen. Auch an der strafgerichtlichen Aufarbeitung seines Fehlverhaltens hat der Kläger nach den Feststellungen des Landgerichts nicht ansatzweise mitgewirkt. Bis zuletzt zeigt er sich uneinsichtig und leugnet seine strafrechtliche Verantwortung. Wie bereits oben ausgeführt, besteht das Risiko, dass aufgrund des Fehlverhaltens des Klägers Arzneimittel mit erheblichen Nichtwirkungen unter Missachtung der ärztlichen Vorgaben eingesetzt worden sind, die Gesundheitsgefahren bei den betroffenen Anwendern ausgelöst haben. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die vom Kläger herzustellenden Arzneimittel zur Behandlung von schweren, lebensbedrohlichen Krankheiten wie im Rahmen der Krebsbehandlung bestimmt waren. Eine Abgabe von Arzneimitteln an diese Patienten ohne zutreffenden Wirkstoffgehalt ist in höchstem Maße verwerflich. Indem der Kläger bewusst darauf verzichtet hat, die Arzneimittel mit den tatsächlich verschriebenen Wirkstoffgehalten zu dosieren, hat er sich über dieses Risiko entweder bewusst hinweggesetzt oder das Risiko für eine Gesundheitsverschlechterung schlicht nicht erkennen wollen. Im ersten Fall offenbart diese Handlungsweise eine sorglose und bedenkenlose Einstellung im Umgang mit diesen Arzneimitteln, die die Prognose rechtfertigt, dass der Kläger auch zukünftig seine Prüfungspflicht in eklatanter Weise vernachlässigen wird. Im zweiten Fall ist zu befürchten, dass es wegen fehlenden Fachwissens und einer Fehleinschätzung von Situationen und Gesundheitsgefahren zu weiteren massiven Verstößen gegen Berufspflichten kommen wird. Damit bejaht das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen auch die Unzuverlässigkeit, sodass im Ergebnis sowohl eine Unwürdigkeit als auch eine Unzuverlässigkeit vorliegt, sodass die Approbation zu widerrufen ist.
Nach diesen Feststellungen beschäftigt sich das Verwaltungsgericht näher mit den Grundrechten, insbesondere mit der Frage, ob durch den Widerruf der Approbation als subjektive Berufszulassungsregelung ein Verstoß gegen die verfassungsrechtlich gewährleistete Berufswahlfreiheit vorliegt. Ein Verstoß gegen die Berufsfreiheit kann in 3 Schritten geprüft werden. Zunächst ist die Eröffnung des sachlichen und persönlichen Schutzbereichs der Berufsfreiheit zu prüfen. Anschließend ist ein Eingriff erforderlich und schließlich ist zu prüfen, ob dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Dabei ist zunächst die Beschränkbarkeit des Grundrechts und anschließend die Verhältnismäßigkeit anhand der 3-Stufen-Theorie zu diskutieren. Bei der Eröffnung des Schutzbereichs ist zwischen dem sachlichen und dem persönlichen Schutzbereich zu differenzieren. Für den sachlichen Schutzbereich ist erforderlich, dass es sich bei der Tätigkeit als Apotheker um einen Beruf handelt. Die Tätigkeit als Apotheker ist einerseits eine auf Dauer angelegte Tätigkeit, die zweitens der Schaffung bzw. Erhaltung der Lebensgrundlage dient und somit ein Beruf. Im Falle einer Einschränkung hiervon ist der sachliche Schutzbereich eröffnet. Die Eröffnung des persönlichen Schutzbereichs ist unproblematisch gegeben. In den eröffneten Schutzbereich muss auch eingegriffen werden. Durch den Widerruf ist der Kläger selbst gegenwärtig und zumindest mittelbar betroffen, sodass auch ein Eingriff unproblematisch bejaht werden kann. Problematisch wird es erst bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung des Eingriffs. Nach der 3-Stufen-Theorie wird zwischen 3 verschiedenen Stufen unterschieden. Auf der ersten Stufe befinden sich Berufsausübungsregelungen, welche Regelungen über die Ausübung des Berufs erfassen. Beim Apotheker beispielsweise durch eine Regelung der Öffnungszeiten. Auf der zweiten Stufe befinden sich subjektive Berufswahlregelungen. Berufswahlregelungen regeln die Wahl eines Berufs. Um subjektive Berufswahlregelungen handelt es sich beispielsweise bei Zulassungsbedingungen wie einem Staatsexamen oder im Fall eines Apothekers bei einer Approbation. Auf der dritten Stufe befinden sich objektive Berufswahlregelungen, wozu beispielsweise die Regelung zählt, die die absolute Anzahl an Apothekern in einem Bereich beschränkt. Vorliegend einschlägig ist die zweite Stufe der 3-Stufen-Theorie. Ein Eingriff in die zweite Stufe ist gerechtfertigt, wenn der Eingriff einen legitimen Zweck verfolgt und zum Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter geeignet, erforderlich und angemessen ist. Zum konkreten Fall führt das Verwaltungsgericht aus: Der hier in Rede stehende Widerruf der Approbation des Klägers ist zum Schutz der wichtigen Gemeinschaftsgüter der Gesundheitsversorgung und der Sicherung der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung geeignet. Geeignetheit liegt somit vor. Er ist zudem trotz des strafgerichtlich als Maßregel der Besserung und Sicherung zulasten des Klägers angeordneten lebenslangen Berufsverbots erforderlich. Das ergibt sich aus dem unterschiedlichen Zweck des strafrechtlichen Berufsverbots und der in diesem Verfahren zur gerichtlichen Beurteilung gestellten behördlichen Maßnahme des Widerrufs der Approbation. Das Berufsverbot aus § 70 StGB ist eine tatbezogene Maßregel der Besserung und Sicherung zur Verhinderung einer Wiederholung der abgeurteilten Tat. Sie kann gegebenenfalls zeitlich befristet und überdies unter Umständen auch noch nachträglich zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Widerruf der Approbation wegen Straftaten, die die Unzuverlässigkeit und/oder Unwürdigkeit als Apotheker begründen, ist demgegenüber eine personenbezogene, auf die Einhaltung der Pflichten als Pharmazeuten zielende berufsrechtliche Maßnahme. Die tatübergreifenden speziellen berufsrechtlichen präventiven Aspekte zur Abwehr von Gefahren für ein wichtiges Gemeinschaftsgut deckt ein strafrechtliches Berufsverbot nicht ab. Auch sonst sind mildere, aber gleich wirksame Mittel als der Approbationswiderruf im Fall des Klägers nicht ersichtlich. Damit ist der Widerruf aus Sicht des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zum Schutz der Gesundheitsversorgung und Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung geeignet und erforderlich. Zur Angemessenheit führt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen aus: Die mit dem Eingriff in den Schutzbereich verbundenen Folgen für den Kläger stehen nicht ansatzweise außer Verhältnis zu den hiermit verfolgten Zweck.
Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird schließlich auch dadurch Rechnung getragen, dass für Betroffene die theoretische Möglichkeit besteht, nach Abschluss des Widerrufsverfahrens einen Antrag auf Wiedererteilung der Approbation zu stellen und gegebenenfalls die Erteilung einer Erlaubnis nach § 2 Absatz 2 11 Bundesapothekenordnung zu beantragen. Nachdem somit eine Grundrechtsverletzung nicht vorliegt, ist der Widerruf der Approbation somit Ziffer 1 des Bescheids rechtmäßig und die beiden anderen Ziffern, die Rückgabe der Approbationsurkunde und das angeordnete Zwangsgeld, weiterhin rechtmäßig. Im Ergebnis ist die Klage zwar zulässig, aber unbegründet. Damit sind wir am Ende des Falls angekommen. Aus diesem Fall sollte mitgenommen werden, wie mit unbekannten Rechtsbegriffen wie der Unzuverlässigkeit und Unwürdigkeit umgegangen werden kann und natürlich, wie die Prüfung des Grundrechts der Berufsfreiheit erfolgen kann. Wie immer im öffentlichen Recht sind Argumentationen unabdingbar, insbesondere im Hinblick auf die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit eines Eingriffs. Insofern hoffe ich, dass die Ausführungen im konkreten Fall für zukünftige Anwendungen hilfreich sind. Ich würde mich sehr gerne über deine Rückmeldung in Form eines Likes oder eines Kommentars freuen. In jeder Folge Recht vertieft steckt viel Arbeit, denn jede Folge besteht aus mehr als nur diesem Video. Auf www.recht-vertieft.de ist zeitgleich ein begleitender Artikel erschienen, der neben den Zitaten und Übersichten dieses Videos die Entscheidung bespricht. Dort findest du auch ein Quiz zu diesem und anderen Themen, mit dem du dein Wissen auf die Probe stellen kannst. Damit danke ich dir für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Recht vertieft.